Herzlich willkommen zurück zu mir und zu meiner ayurvedischen Küche. Weihnachten ist greifbar und ich persönlich verbinde mit Weihnachten den Duft von frisch gebackenen Plätzchen. Aus diesem Anlass heraus möchte ich mit euch heute ein Rezept teilen, was ich über viele Jahre gebacken habe. Es sei jedoch dazu gesagt, dass sich in diesem Rezept Zucker befindet. Aus ayurvedischer Sicht sollten wir gänzlich auf Zucker verzichten, denn unser Körper hat überhaupt gar keinen Benefit von Zucker und wir wissen alle, dass Zucker letzten Endes auch unserem Körper schadet. Es ist aber wichtig, dass wir gleichzeitig auch unseren Spaß am Leben nicht verlieren. Deswegen gibt es im Ayurvedischen diesen wunderbaren Satz: Ayurveda soll nicht einschränken, sondern es soll bereichern. Ich werde auch immer wieder gefragt, darf ich dieses Lebensmittel essen oder jenes Lebensmittel essen? Natürlich kommt es am Ende auch auf den Typ drauf an. Der eine verträgt es besser, der andere verträgt es schlechter. Dennoch, unser Körper ist einfach ein gutes Indiz dafür, ob wir Dinge vertragen. Und wenn wir nur auf unseren Körper hören, dann erzählt er oder flüstert uns leise, was er gut findet und was er nicht gut findet. Das möchte ich noch unbedingt loswerden, aber jetzt geht es an die veganen Weihnachtsplätzchen. Viel Spaß dabei! Für unsere veganen Vanillekipferl benötigen wir 150 Gramm gemahlene Mandeln. Ich persönlich kaufe immer ganz gerne ganze Mandeln und zerkleinere sie zu Hause in einem Hochleistungsmixer, weil ich finde, dass sie wesentlich frischer schmecken, als wenn man sie schon bereits gemahlen kauft. Dann benötigen wir 230 Gramm pflanzliche Butter. Als nächstes folgt ein Esslöffel voll Stärke, 80 Gramm Puderzucker, 300 Gramm Mehl, eine ausgekratzte Vanilleschote, ein Viertel Teelöffel Salz und Mehl zum Bestäuben der Arbeitsfläche. Ebenso benötigen wir im letzten Schritt für unsere Zuckerkruste 50 Gramm Zucker, 3 Esslöffel Vanillezucker und 30 Gramm Puderzucker. Das alles können wir jetzt schon vermengen. Hierin dürfen dann die Vanillekipferl, sobald wir sie aus dem Ofen genommen haben, ein ausgiebiges Bad nehmen. Als allererstes kommt es zu einem kleinen Stelldichein von Mehl, gemahlenen Mandeln, dem Salz, der Speisestärke und dem Puderzucker. Das alles füge ich jetzt in eine Schüssel und rühre kräftig um. Jetzt ist es wirklich wichtig, dass sich die ganzen Zutaten schön untereinander vermischen. Als nächstes gebe ich die pflanzliche zimmerwarme Butter hinzu. Vorher noch mal riechen. Und das ausgekratzte Vanillemark. Ab jetzt übernimmt aber die Küchenmaschine. Ja, das sieht schon richtig gut aus. So, jetzt halten wir mal an. Genau das ist die Textur, die wir haben wollen. Jetzt können wir den Teig rausnehmen. Das duftet schon so herrlich. Dann nehmen wir den jetzt mal raus. Das Schöne an veganem Teig ist ja, dass man jetzt schon naschen kann, ohne dass man Bauchschmerzen bekommt, weil ja keine Eier darin enthalten sind. Da ist es, unser Prachtstück. Ich könnte jetzt gerade von oben einfach abbeißen, aber ich beherrsche mich. So, jetzt formen wir das Ganze zu einer Kugel. Das ist so schön, man sieht hier so richtig die schwarzen Punkte des Vanillemarks. Nun mache ich den Teig im wahrsten Sinne des Wortes platt, denn dann kühlt er schneller durch. Viele machen ja immer eine Kugel, aber dann braucht der Teig länger zum Durchkühlen. So, wunderbar, ein Teigfladen, genauso wie ich ihn haben möchte. Und jetzt kommt das Ganze noch in Frischhaltefolie und dann für 20 bis 30 Minuten in den Kühlschrank. Das ist größer als mein Kopf. Los geht's in die Kühlung. Gut, die 20 Minuten sind jetzt um. Und nun werde ich den kalten Teig erstmal in 4 Stränge formen.
Dazu teile ich mir den Teig erstmal in 4 Portionen. Dann nehme ich etwas Mehl. Dann beginne ich, den Teig einfach erstmal durchzukneten und ihn anschließend zu rollen. Das mache ich mit allen 4 Teighälften. So soll das dann zum Schluss aussehen und das mache ich jetzt mit allen anderen auch. Ich finde ja, dass es beim Plätzchenbacken dazugehört, während des Backens auch mal den Teig zu probieren. Meistens ein Fehler, bleibt doch dann meistens nicht mehr so viel davon übrig, aber alles weit. So, jetzt sind unsere 4 Teigstränge fertig und als nächstes teilen wir ein kleines Stück von dem Teig ab, immer im selben Abstand. Ich mache immer so gerne 1 Zentimeter. Bevor wir anfangen, unsere Vanillekipferl zu formen, schalten wir den Backofen ein auf 170 Grad Umluft. Jetzt verpassen wir unseren Teigstücken die Mondsichel-ähnliche Form. Und dazu, schon weggerollt, formen wir sie genau so. Dann können wir sie direkt schon aufs Backblech setzen. Ich habe neulich gesehen, dass man die Vanillekipferl auch mit einer Technik, mit Hilfe eines Glases formen kann. Dann haben die alle die gleiche Form. Aber ich finde das eigentlich viel schöner, wenn jedes ein Unikat ist. Das zum Beispiel, finde ich, ist mir jetzt persönlich am besten gelungen. Und am Ende kommt es ja auch auf den Geschmack an. Es hat ja schon was sehr Meditatives. Ja, und ist man mit der Form nicht zufrieden, kann man sie ja auch hier nochmal auf dem Backblech nachjustieren. Schaut euch die mal an. Die duften so herrlich vanillig und jetzt gehen diese kleinen Freunde für 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Wichtig wie immer, dabei bleiben, damit uns nichts verbrennt. Jeder Ofen ist ja anders und wenn wir sehen, dass die Enden der Vanillekipferl leicht bräunlich werden, dann kann ich euch nur empfehlen, die Vanillekipferl auch sofort schon rauszuholen. Die Vanillekipferl sind natürlich jetzt noch wahnsinnig warm, aber dennoch müssen sie jetzt gleich in ihre Zuckerkruste gemantelt werden. Heißt, hierzu nehme ich mir das zu Hilfe und los geht's. Wichtig ist, dass man hierbei ganz vorsichtig vorgeht, weil die natürlich noch jetzt sehr zerbrechlich sind. Fertig gestapelt. Jetzt kommt der große Geschmackstest. Also diese Kekse zergehen förmlich, ich muss direkt sagen, schmelzen förmlich auf der Zunge. Und die Vanille schmeckt so wunderbar heraus. Also ich kann nur sagen, das ist wirklich eine kleine Sünde wert. Ich hoffe, euch schmeckt es genauso gut wie mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr es nachmacht
und wir sehen uns bald. Ich wünsche euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und verabschiede mich jetzt erstmal, um zu essen. Ich weiß nur nicht jetzt, wie ich diesmal winken soll, aber dann sage ich es eben so. Tschüss und bis bald, eure Manga.